Herzlich willkommen. Wir haben heute hier in Paraguay Feiertag. Die einen nutzen den zum Arbeiten, die anderen zum Feiern. Und wir nutzen ihn halt, um euch oder uns besser gesagt, uns ein leckeres Essen zu machen. Und wir haben letztens eine neue Serie angefangen, die wir allerdings auch schon wieder durch haben. Nämlich Yellowstone. Ich weiß nicht, wer sie kennt, aber ist eine echt coole Cowboy-Serie. Die handelt halt von Cowboys der heutigen Zeit. Also es ist wirklich, ich glaube vor 2, 3 Jahren ist sie zu Ende gedreht worden. Und dadurch, dass wir hier in Südamerika wohnen, wo alles, was in der Serie gemacht wird, eigentlich, also die Arbeit mit den Tieren, sag ich mal, und mit den Pflanzen, wird alles hier halt relativ genauso gemacht. Und das finde ich halt so cool. Und da haben wir ein Gericht gesehen, das musste ich sofort googeln, weil ich das so cool fand. Oder was heißt, ich fand es cool? Es hat sich cool angehört. Das ist nämlich Hamburger-Mix. Hamburger-Mix ist eigentlich so eine Packung, also so ein Fix, so eine Tüte wie Maggi, Knorr, was weiß ich was. Sowas benutze ich nicht, kommt nicht in meine Küche. Deswegen habe ich es selber zusammengestellt oder mir die Rezeptur ja alles selber zusammengestellt. Und das will ich heute einmal für euch machen. Und ich zeige euch einmal, was wir dafür brauchen. Zum einen Gewürze. Ich schreibe euch das alles natürlich wieder kleinlichst hier rein. Nudeln, da müssen wir wegen der Menge noch mal gucken. 1 Kilo Rindergarktes. Ich nehme jetzt hier Schaffett zum Anbraten von dem Garktes. Da könnt ihr aber auch Öl nehmen oder als Rinderfett. Ich habe es halt jetzt so hier von letztem Mal. So, dann 300 Gramm Käse. Müssen wir auch gucken, ob das reicht. 2 Zwiebeln, klein geschnitten. Ich nehme 3 Knoblauchzehen, ein paar Chilis und 200 Gramm Schmand ungefähr. Also hier so ein halber Becher ungefähr. Und ich würde sagen, wir zerlassen erstmal das Fett und dann geht's richtig los. Ich muss hier wieder über Hunde klettern. Wie immer. Ich muss immer den Griff besser vom Feuer weghalten, dass ich besser hantieren kann. Während das Fett zerlassen wird, kann ich schon mal einmal hier die Gewürze fertig machen. Ich schätze jetzt mal so, ich habe jetzt gerade keine Waage hier, immer so 2 gute Teelöffel Salz, müssen wir halt nachher nochmal abschmecken. Dann nehme ich gerne Kardamom, das müsst ihr aber nicht. Aber das gibt so eine ansatzweise Schärfe, wobei es riecht wie Eukalyptus. So, dann nehme ich hier auch noch einen Teelöffel Thymian. Ja, mal gut 2 Teelöffel Paprika. Oh. Und ungefähr 1 Teelöffel Pfeffer. Das muss ich jetzt mahlen, deswegen dauert das ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder. Eigentlich können wir den Knoblauch auch schon mal schneiden. Ich habe den jetzt hier einfach nur, die Zehen in Olivenöl eingelegt. Den Tipp habe ich vom Uwe gekriegt, danke. So kann man eigentlich immer direkt Knoblauch rausnehmen und schneiden. Ich habe halt immer keine Lust, da alles abzufriemeln. Ich bin da jetzt eh nicht so der Knoblauch-Fan. Ich mache es eigentlich nur wegen meinem Mann. Die schneide ich jetzt eigentlich immer nur grob. Die werden dann halt gleich auch noch mit angebraten. Jetzt kommt das Garktes rein. Das ist jetzt noch nicht ganz zerlassen, das Fett, aber das kann er während des Garktes anbrät noch weitermachen. Aber nachher tun wir das raus. Darf ich mal? Geh mal. Ja, nee, die stört mich. Den Löffel habe ich zu Weihnachten gekriegt oder den Schaber, ich habe keine Ahnung, kann man als Eis benutzen. Ist leider jetzt für meine Zwecke etwas unpraktisch. Ist dann eher für so einen Gusstopf. Aber wir haben auch noch andere. Wir warten jetzt eigentlich nur, bis das jetzt nicht ganz braun ist, sondern angebräunt ist. Weil die Zwiebeln und der Knoblauch müssen ja auch noch mit angebraten werden. Bei dem schönen Wetter vertreiben wir uns natürlich die Zeit mit einem richtig schönen kühlen Bier. Passt dazu Cowboys.
Als nächstes, das ist ja jetzt schon relativ braun, tue ich da ein paar Chilis rein. Menge kann, also das müsst ihr selber wissen. Die sind zwar relativ scharf, aber wenn man die anbrät, dann geht das auch weg. So, da darf ich noch einen. Chef sagt okay. Dann, ich nehme mal meinen Schaber mit. Tun wir die Gewürze rein. Ihr wisst noch, wie viel da drin war, ich nicht. Ich sage, ich muss nachher noch mal abschmecken und dann passe ich das Rezept an. So. Jetzt sieht das schon gut bunt aus. Und jetzt kommt Wasser dazu. Und die Nudeln. Ich muss gucken, dass ich das halt gleich noch rühren kann. Ich hatte irgendwie die Pfanne größer in Erinnerung. Dadurch, dass wir die jetzt schon länger nicht benutzt haben, dachte ich, da passt mehr rein. Aber wenn die aufgehen, ist halt schon mit Rühren und allem echt eng. Da kommt ja gleich auch noch Schmand rein und Käse. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich freue mich da schon seit Tagen drauf. Ab morgen soll leider das Wetter wieder schlecht werden. Wir haben halt hier momentan echte Wetterprobleme. Für hier ist es eigentlich gut, aber halt für Videos machen ist das sehr bescheiden. Mit der Wassermenge müsst ihr immer gucken. In Deutschland sind die Nudeln auch besser. Hier sind die leider nur aus Wasser und Mehl. Deswegen können wir das nicht ganz so lange kochen. Aber da ist jetzt noch so ein bisschen Wasser drin. Und ich mache die Pfanne jetzt schon mal ein bisschen höher, dass das noch so langsam nachköchelt. Denn jetzt kommt der Schmand rein und dabei soll das eigentlich auch jetzt nicht mehr so kochen. Löffel wäre praktischer, aber gut. Jetzt ungefähr halt so 200 Gramm. In Deutschland ist das, glaube ich, ein Becher. Das hat auch immer so Geschmackssache. So. Das erinnert mich echt an meinen Spirelli-Topf. Da habe ich ja auch schon mal hier ein Video zu gemacht. Das war als Kind mein Lieblingsessen, mein absolutes Lieblingsessen. Und das ist jetzt eigentlich noch gepimpt mit Chilis und mit Käse. Die Idee dahinter ist schon mega. Ich kenne mir den Bauch. Oh. So, und jetzt gleich kommt auch noch der Käse dazu. Dann lass das noch mal 2 Minuten köcheln. Oder ziehen. Das sieht jetzt schon richtig, richtig gut aus. Ich habe auch gerade mal schon so ein bisschen abgeschmeckt. Wegen der Nudeln. Dann kommt nämlich jetzt noch der Käse da rein. Und dann müssen wir jetzt eigentlich wie beim Mac and Cheese, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe, warten, bis das geschmolzen ist. Und dann sehen wir, ob wir da noch ein bisschen mehr reinmachen oder nicht. Da könnte sogar noch ein Tick wahrscheinlich reinkommen, ne? Heidi, die sucht schon. Unser fleißiger Staubsauger. Was soll der Geiz? Ich hau den Rest auch noch rein. Käse ist einfach geil. Wir haben jetzt auch gerade gemerkt, wir müssen uns gleich mal wieder beeilen, aber diesmal nicht wegen der Hitze oder wegen sonst was oder wegen der Fliegen, sondern weil wir hier einen Bienenschwarm haben, der sich gerade bei unserem Wasserspeicher einnistet. Oder das sind so Wanderbienen, die nisten sich ein und dann einen Tag später sind die wieder weg. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt schnell schmilzt. Aber das ist halt hier auch der Chaco, also über diese Gegend hier, wo wir sind. Hier tut fast alles weh, hier piekst fast alles, aber wir leben immer noch. Der Käse ist jetzt noch nicht 100%ig geschmolzen, aber uns ist das jetzt leider echt zu heikel. Deswegen nehmen wir das jetzt schon mal runter. Bis wir das dann essen, wird es aber alles geschmolzen sein.
Guckt euch das an. Ja, die 500 Gramm Käse haben sich definitiv gelohnt. Alter Schwede. Jetzt habe ich schon alles fluchtartig reingebracht. Jetzt habe ich keine Gabel mehr. Jetzt esse ich einfach mal hiervon. Oder ich probiere hiervon. Sind ja eh nur wir beide. Also von der Schärfe schmeckt man fast gar nichts mehr. Alter Schwede, das ist mega, Leute. Also ich kann euch echt nur empfehlen, das nachzumachen. Wie so ein Vorhang. Das ist geil. Also, wir versuchen euch das nochmal einzublenden, aber wir wollen jetzt wirklich ganz schnell rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.